Oh, ist das schon meine Snap-Bestellung? Einmal reingeschaut und, na tatsächlich. Doch heute geht es nicht um diese Steine, sondern viel eher, was alles nötig ist, bis diese bei euch zu Hause auf dem Bautisch landen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan und heute schauen wir uns mal an, was diese kleinen Steine hier alles durchlaufen, bevor sie bei euch auf dem Bautisch landen. Und hier startet unsere Reise, denn wir sind hier direkt an unserer Halle und zwar an der Anlieferung. Und hier kamen schon jede Menge Steine an. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist ein kompletter Überseekontainer, randvoll mit Klemmbausteinen. Und hier haben wir ihn. Natürlich ist der Überseekontainer verblombt. Deswegen wird als erstes einmal die Verblombung weggeflext. Der Container wird geöffnet und wir sehen jede Menge Kartons. Ach halt, bevor ich es vergesse. Natürlich bestellen wir die ganzen Steine bei unserem Lieferant und Produzent HKG Coulon. Also der Container hat eine ziemlich weite Reise hinter sich und das ist auch nicht der einzige Container, den wir bekommen. Aktuell haben wir über 12.000 Steine in unserem Programm und wir wollen diese um fast das Doppelte erweitern. Das heißt, die nächsten Wochen werden hier haufenweise solcher Container angeschifft werden. So, meine Kollegen sind hier auch schon fleißig am Abladen und wir werden natürlich jetzt erstmal die ganzen Steine sortieren, denn wir haben nicht nur Klemmbausteine hier angeliefert bekommen, sondern auch noch Nachschub für unsere Sortierboxen. Eine Palette haben wir euch noch übrig gelassen, der Rest ist schon eingelagert. Und die bepackten Paletten kommen dann hier in unsere Lagergänge. Da haben wir natürlich hier ein riesengroßes Hochregallager mit jede Menge Platz, dass wir hier auch alles unterbekommen. Und jetzt muss ich aber erstmal wissen, was ist hier eigentlich mit drin? Denn durch den Pappkarton kann ich natürlich nicht durchgucken. Deswegen machen wir die ganzen Kisten jetzt auf und schauen mal, was da mit drin ist. So, und jetzt zeige ich euch, was wir mit diesen ganzen Tüten voll Steinen noch alles machen. Denn so können wir die natürlich nicht einlagern. Die würden wir nie wieder finden. Deswegen haben wir natürlich hier immer einen QR-Code mit an unseren Steinen und den scannen wir jetzt einmal ein. So. Der Computer möchte jetzt das Gewicht von dem Einzelstein und von 20 davon, habe ich schon mal vorbereitet. Und die Steine kommen jetzt hier einmal mit auf die Waage, um das Gewicht zu erfassen. Jetzt haben wir das Einzelgewicht von dem Einzelstein und von ganz vielen davon. Jetzt geht es daran, die Steine passend zu portionieren. Denn wir brauchen nicht jedes Element ganz oft im Roboterlager. Oder besser gesagt, manche Elemente brauchen wir ganz oft im Roboterlager, weil wir sonst einfach zu schnell leer laufen. Und das hier wären unsere Lagerboxen für unser Roboterlager. Und die können wir jetzt natürlich mit den Steinen befüllen. Und wenn es ein beliebter Stein ist, dann auch gerne mit 3, 4 oder 15 von diesen Boxen. Aber die Boxen selbst sind nicht die größte Variante für unsere Lagermöglichkeiten. Wir haben noch ein Handlager und noch ein Kartonlager. Handlager zeige ich euch gleich. Da wird es nämlich dann ein bisschen größer hergehen. Aber jetzt habe ich erstmal was Spannendes für euch vorbereitet. Heute gibt es nämlich noch eine kleine Kamerafahrt und ihr dürft hier eine Runde auf unserem Roboterfließband drehen. Klingt das spannend? Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Somit würde ich mal sagen, schicke ich euch auf Reise und los geht die wilde Fahrt durch unser Roboterlager. Also besser gesagt durch unsere ganze Halle. Hier auf der rechten Seite seht ihr jede Menge Lagerplätze. Und jetzt stellt euch mal vor, wir müssten hier für jedes Element eine solch weite Strecke zurücklegen. Das wäre eine ganz schöne Arbeit. Jetzt sind wir hier im Herzen des Roboterlagers angekommen. Rechts und links sind die ganzen Lagerplätze und von oben greifen die Roboter auf die Kisten zu. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer Stoppstelle. Das müsste genau diese hier sein. Da werden die Boxen einmal angehalten, damit sie dann von den Robotern eingelagert werden können. Zur gleichen Zeit werden die Boxen auch noch gewogen, damit wir immer den genauen Warenbestand pro Box haben. Jetzt haben wir unsere Lagerboxen mit den passenden Steinen befüllt und eingelagert, aber ich habe noch ein paar Steine über. Deswegen haben wir auch noch Handlagerboxen und natürlich auch noch eine Waage für größere und schwerere Kisten. Auf der stehe ich gerade drauf und das da ist tatsächlich auch eine Waage, denn wir haben tatsächlich Steinelieferungen mit 50 Kilo pro Element. Das heißt, da brauchen wir auch die passenden Wagen. Und damit wir die Sachen dann auch alle eingelagert bekommen, dafür haben wir hier unser Handlager. Unser Handlager hat dann hier
verschiedene Lagerpositionen und ganz wichtig transparente Kisten. Dass wir die Steine, die wir suchen, auf den ersten Blick schon entdecken und identifizieren können und dass wir auf einen Blick sehen, wie voll oder leer eine Kiste ist. Die Steine werden jetzt hier im Lagerplatz 8 einmal mit eingelagert und wenn unser Roboterlager leer gelaufen ist und wir Nachschub brauchen, dann füllen wir die Boxen einfach wieder mit den Steinen auf. Jetzt haben wir unsere Steine angeliefert bekommen, haben diese kontrolliert ausgepackt, gewogen und portioniert auf die verschiedenen Lagergrößen. Jetzt wäre eigentlich alles soweit, dass ihr Steine kaufen könnt. Und das machen wir jetzt direkt als nächstes. Wir besuchen einmal den Webshop unter www.snap.co und ich habe mir schon ein paar Basic Bricks rausgesucht. 2x2 Steine sollen es werden, allerdings nicht in hellgrau, sondern in schwarz brauche ich diese. Jetzt klicke ich hier noch auf meine Stückzahl. 5 Stück sollen es werden und ab in den Warenkorb damit. Das heißt dann für unseren Roboter, er kann anfangen, die ganzen Teile auszulagern und aufs Band zu stellen. Und wir haben ja nicht nur einen Roboter zum Auslagern, sondern ganz, ganz viele davon. Und die arbeiten tatsächlich rund um die Uhr für euch. Denn die arbeiten auch am Wochenende und in der Nacht und bereiten die nächsten Tausende von Picks schon vor und lagern die gewünschten Steine schon in den oberen Lagen, um die dann möglichst schnell aufs Band zu befördern. Auf dem oberen Band fahren die Steine zurück zu ihren Lagerplätzen und auf dem unteren geht es wieder raus in die Halle zu den ganzen Packtischen. Wir haben ja mehrere Packtische, um gleichzeitig 20 Bestellungen zu packen und zu picken. Und hier haben wir dann diese Weichen. Auch hier gilt rechts vor links, damit die Teile auch am passenden Tisch landen. Das hier müsste meine sein. Korrekt, ich bin nämlich heute am Packtisch 4. Die nächste Kiste müsste unsere Bestellung sein und das sieht gut aus. Hier haben wir meine 5 2x2 Steine. Raus mit euch und die werden hier natürlich jetzt noch einmal ordentlich verpackt in diesem Ziploc-Beutel. Und zum Versenden haben wir natürlich auch noch einen hübschen Snap-Karton. Da wird der einmal eingepackt und kommt natürlich mit zu den anderen. Jetzt müssen die ganzen Sets natürlich noch versendet werden. Deswegen haben wir die hier direkt auf so einen Versandwagen gepackt und packen das Ganze einmal hier raus zur Anlieferung, denn wir verschicken das Ganze ja über DHL. Das heißt für euch, wir haben von Montag bis Freitag jeden Tag hier eine Abholung und das sollte garantieren, dass die ganzen Sets schnellstmöglich bei euch zu Hause sind. So, jetzt lasse ich den mal hier stehen, denn wir müssen noch auf den Postboten warten und den packen wir dann ordentlich das Auto voll. Das heute war natürlich nur ein grober Überblick, welche Strecke ein Stein hier zurücklegen muss, bis er bei euch auf dem Tisch landet. Und tatsächlich gehören da noch ein paar mehr Details mit dazu, doch ich wollte jetzt nicht das Video sprengen. Aber falls ihr noch Fragen habt rund um das Thema Roboterlager, haut diese gern mal unten mit in die Kommentare, denn wir haben ja unseren Roboter-Experten, die Jenny, mit an Bord und der kann euch natürlich gern all eure Fragen stellen und wir können einfach noch ein Video daraus machen. Von daher vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, um euren Fragen auf den Grund zu gehen. Mein Paket ist übrigens schon gekommen. Ich musste keine 1 bis 3 Werktage warten, bis der Postbote bei mir war, denn ich habe mir mein Päckchen einfach selbst genommen. Falls ihr auch Klemmbausteine, Einzelsteine, ganze Teilelisten braucht, dann könnt ihr diese bestellen unter www.snap.co. Viel Spaß dabei. Falls ihr noch nicht wisst, wer Jenny ist, dann geht's hier auf dem Video zu unserer Teamvorstellung.